Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip bei einer FN 509 Tactical macht. Wie immer am Anfang sicherstellen, dass die Waffe ungeladen ist. Dann nehmen wir mal das Magazin raus. Als nächsten Schritt nehmen wir den Gewindschutz weg, weil der sonst im Weg ist, wenn man den Lauf aus dem Schlitten nehmen möchte. Den nimmt man weg, indem man den im Gegenuhrzeigersinn rausdrehen tut. So. Als nächstes tun wir den Schlitten mal gegen hinten und arretieren. Also nach hinten ziehen, Schlittenfanghebel auf, Schlitten langsam wieder loslassen. Jetzt können wir den Hebel hier um eine Vierteldrehung gegen oben drehen. Wenn wir jetzt den Schlitten lösen und wieder gegen vorne schieben, wird der Abschussmechanismus laden. Das ist normal. Zudem wird man den Schlitten nicht ganz rausbringen. Das ist auch normal. Also Schlitten leicht gegen hinten. Der Schlittenfanghebel löst sich gegen vorne. Man sieht, wie sich der Abzug laden tut. So. Ab da ist dann, kann man sagen, Feierabend. Jetzt bewegen wir den Schlitten hinten bewegen ein bisschen, dass er in die Ausgangsposition kommt, wie er normal ist. Und den Mechanismus entspannen, sprich den Abzug betätigen. Der Schlitten springt ein bisschen gegen vorne, ist auch normal, alles gut. Jetzt können wir den Schlitten wegnehmen. Ab und zu harzt er ein bisschen, dann geht es am einfachsten, wenn man da mit dem Daumen ein bisschen drücken tut. Und dann kann man ihn wegschieben. Die Rückschlagsfeder ist, wie bei den meisten Pistolen, einfach reingelegt. Da kann man sie einfach rauslupfen. So. Und der Lauf auch, wie man es von den gängigsten Modellen kennt. Man lupft ihn ein bisschen an, schiebt ihn ein bisschen gegen vorne, tut ihn anwinkeln und dann kann man ihn rausziehen. Ja, und so nimmt man sie auseinander. Um sie wieder zusammenzubauen, wird der Lauf da unten eingefädelt. Das geht halt wieder auch am besten, wenn man den leicht anwinkeln tut. Ein bisschen hineinschieben tut. Abstellen tut. Und dann einfach vorschieben tut, bis er in Position rastet. Die Rückschlagsfeder hat ein silbriges Ende, das hinten ankommt. Und ein schwarzes Ende, das vorne ankommt. Da tun wir auch einfach wieder mal zuerst einfädeln. Und dieser Teil sollte hier in die Kerbung rein. Das geht eigentlich ganz leicht. Man muss sie ein bisschen einfach andrücken. Gegen oben. Dann einfach schauen, dass sie schön in Position ist. Jetzt können wir den Schlitten wieder im Lower Frame einfädeln. So. Und dann gehen wir mal ganz hinten und den Schlitten arretieren. Wenn er nicht ganz nach hinten kommt und man ihn nicht arretieren kann, dann kann es sein, dass die Rückschlagsfeder nicht schön in Position ist. Dann müssen wir die einfach schnell wieder wegnehmen und nochmal schauen, dass das in der richtigen Position ist. Jetzt können wir hier den Hebel wieder gegen vorne bewegen und den Schlitten wieder lösen, sprich leicht gegen hinten. Der Schlittenfanghebel löst sich von allein und wieder gegen vorne. Jetzt hat es den Abzugsmechanismus wieder geladen, dementsprechend wieder entspannen. Und natürlich nicht vergessen, der Gewindschutz kommt wieder auf den Lauf drauf. Da ist es so, dass der Teil, der die Dichtung hat, der ist vorne.
Und angeschraubt wird er im Uhrzeigersinn. So. Und das ist es. So setzt man die Pistole wieder zusammen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.